Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick etwas angestaubt wirken könnte. Aber in vielen Unternehmen macht es aktuell eine echte Baustelle auf. Der SAP Business Connector. Das Tool wurde bereits vor über 20 Jahren entwickelt. Damals war der Business Connector ein kleiner Meilenstein. Er hat es ermöglicht, SAP-Systeme untereinander und mit Drittanbietersystemen zu verbinden. Über offene Standards wie XML und HTTP. Und das hat erstaunlich lange gut funktioniert. Viele Unternehmen haben ihn im Hintergrund einfach weiterlaufen lassen. Getreu dem Motto Never change a running system. Doch jetzt ist Schluss. Zum 31. Dezember 2030 stellt SAP den Support endgültig ein. Wer den Business Connector danach noch einsetzt, bewegt sich technisch und sicherheitstechnisch auf dünnem Eis. Was bedeutet das Wartungsende für Unternehmen, die den Business Connector noch im Einsatz haben? Welche Alternativen gibt es? Und wie gelingt der Umstieg ohne Risiken für den laufenden Betrieb? Die Antworten auf diese Fragen gibt uns Arina Ziebert, Consultant im Bereich Business Process Integration bei FIS. Sie erklärt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist und worauf es bei der Ablösung wirklich ankommt. Hallo Arina, schön, dass du da bist. Hallo. Bevor wir aber über das Ende des SAP Business Connectors und mögliche Alternativen sprechen, lohnt sich ein Blick zurück. Denn viele, die heute noch mit dem SAP Business Connector arbeiten, tun das ja nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil er ja lange Zeit eine solide Lösung war. Vielleicht fangen wir deshalb einmal ganz vorne an. Und zwar bei der Frage, was ist denn der Business Connector überhaupt? Wofür war er gedacht? Und warum hat er sich so lange gehalten? Der SAP Business Connector ist eine eigenständige Softwarekomponente, die als Integrationslösung dient und den Datenaustausch zwischen SAP-Systemen und externen Systemen ermöglicht. Im Wesentlichen fungiert er als Brücke zwischen unterschiedlichen IT-Systemen und sorgt dafür, dass die Daten in verschiedenen Formaten über unterschiedliche Protokolle ausgetauscht werden. Und das alles ohne manuelles Eingreifen der Benutzer. Warum der SAP Business Connector so lange so beliebt war? Ein wesentlicher Grund für die Nutzung des Business Connectors liegt in seinen umfangreichen Funktionen, wie zum Beispiel Datenformatierung und Transformation. Das SAP Business Connector kann aus verschiedenen Formaten wie XML, IDOC und CSV Daten empfangen und in das passende Format für das Zielsystem umwandeln. Dies ist besonders nützlich, wenn zwei inkompatible Formate miteinander kommunizieren müssen. Zweitens, Protokollunterstützung. Er unterstützt eine Vielzahl von Kommunikationsprotokollen wie HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SOAP und REST, was eine flexible Integration zwischen verschiedenen Systemen ermöglicht. Dann Sicherheitsmechanismen. Der Business Connector sorgt für eine sichere Datenübertragung durch Verschlüsselung und Authentifizierung, so dass nur autorisierte Systeme Zugriff auf Daten haben. Externe Systemintegration. Ein weiteres Highlight war die Möglichkeit, SAP mit verschiedenen externen Systemen wie etwa dem Elster-Portal für Steuererklärungen zu verbinden. Fehlerbehandlung und Monitoring. SAP Business Connector bietet umfassende Funktionen zu Fehlerbehandlung und Protokollierung. Sollte ein Fehler auftauchen, so wird der Administrator informiert und kann sofort eingreifen. Und zuletzt Prozessautomatisierung. Der Business Connector ermöglicht die Automatisierung vieler Geschäftsprozesse, etwa beim Datenaustausch, was Fehler reduziert und Effizienz steigert. Ein sehr praktisches Beispiel für die Nutzung von Business Connector ist die Integration mit Elster, dem Portal der deutschen Steuerbehörde. Hier können Unternehmen ihre Steuererklärung wie etwa Umsatzsteuervoranmeldung sicher und automatisiert übermitteln. Der Business Connector konvertiert relevanten Daten aus dem SAP in den von Elster geforderten XML-Format und sorgt dafür, dass die Daten sicher übertragen werden. Sollte es zu Fehler kommen, wird der Administrator informiert und kann schnell eingreifen. Es gibt noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten wie EDI-Kommunikation mit Kunden und Lieferanten,
die Zollabwicklung mit Atlas oder Banküberweisung und Zahlungsabgleich. Auch die Integration von SAP mit externen Human Resource Systemen wie etwa SuccessFactors wurden durch SAP Business Connector erleichtert. Zusammengefasst, SAP Business Connector hat den Unternehmen in Vergangenheit dabei geholfen, ihre Systeme mit externen Systemen zu verbinden und die zahlreichen Geschäftsprozesse zu automatisieren. Sei es elektronische Steuererklärung, die EDI-Kommunikation oder die Zollabwicklung. SAP Business Connector hat diese Prozesse sicher und zuverlässig gemacht. Der SAP Business Connector war daher eine sehr zuverlässige Lösung, die lange Zeit eine zentrale Rolle in der Integration von Systemen gespielt hat. Wow, das klingt hier nach einem sehr, sehr umfangreichen Tool. Jetzt ist es ja aber so, dass es offiziell ist und am 31. Dezember 2030 die Wartung für den SAP Business Connector 4.8.1 endgültig endet. Diese Entscheidung kommt aber nicht überraschend. Aber sie zwingt viele Unternehmen genau jetzt zum Handeln. Doch warum wird der Business Connector abgekündigt? Liegt es nur an seinem Alter oder spielen da auch technische Grenzen und neue Anforderungen eine Rolle? Ja, der SAP Business Connector wird abgekündigt, weil er den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Es war eine großartige Lösung zu seiner Zeit, als es darum ging, SAP-Systeme mit anderen zu verbinden. Doch heute benötigen Unternehmen flexiblere, leistungsstärkere Tools, die auch cloudbasierte Anwendungen und neue Technologien wie APIs unterstützen. Der Business Connector wurde für ältere Systeme entwickelt und stößt bei den heutigen Anforderungen an seine Grenzen. Es geht also nicht ums Alter, die Technologie hat sich weiterentwickelt und der Business Connector kann einfach nicht mithalten. Deshalb setzt SAP jetzt auf neue, zukunftshaltige Lösungen, die besser zu den aktuellen Bedürfnissen passen. Wie du gerade gesagt hast, die gute Nachricht ist ja, dass es Alternativen gibt. Sowohl innerhalb der SAP-Welt als auch darüber hinaus. Aber nicht jede Lösung passt ja auch gleich zu jedem Unternehmen. Deshalb interessiert mich, welche Tools eignen sich denn aus deiner Sicht am besten, um den Business Connector zu ersetzen und wie unterscheiden sie sich vielleicht auch? Wenn wir über Alternativen zum SAP Business Connector sprechen, kommen vor allem SAP Cloud Platform Integration und Physics.CE ins Spiel. Zwei leistungsstarke Lösungen, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten. SAP Cloud Platform Integration eignet sich für Unternehmen, die eine skalierbare, leistungsstarke Lösung für komplexe Integrationen benötigen. Sie ermöglicht eine nahtlose Verbindung von SAP-Systemen mit externen Anwendungen und bietet umfangreiche Funktionen wie API-Management, EDI und iDoc. Integration Suite ist ideal für Unternehmen, die eine langfristige und flexible Integrationsstrategie verfolgen und bereit sind, in eine umfassende Lösung zu investieren. Allerdings erfordert die Implementierung technisches Know-how und ist kostenintensiver, da es eine vollständige, cloudbasierte Integrations- und Managementplattform bietet. Im Gegensatz dazu ist XCE eine benutzerfreundlichere und kostengünstigere Lösung, die sich besonders für kleinere bis mittelgroße Unternehmen eignet. Sie bietet eine schnellere Implementierung und verfolgt über Low-Code-Ansatz, der es auch weniger technischen Usern ermöglicht, SAP-Integrationen effizient umzusetzen. Es ist ideal für Unternehmen, die einfache und schnelle Integration suchen, ohne sich mit einer komplexen Infrastruktur auseinanderzusetzen. Neben diesen beiden gibt es noch weitere Alternativen wie Delboomi, MuleSoft Anypoint, Plattform, Integromat oder SnapLogic, die je nach Anforderung ebenfalls als cloudbasierte Integrationslösungen in Betracht kommen. Vielen Dank dir. Klar ist auch, dass der Toolname oder die Bekanntheit des Anbieters ja allein noch nichts über den Erfolg aussagen. Bei der Auswahl geht es ja um mehr, etwa um Integration in bestehende Landschaften, zukünftige Anforderungen oder auch das eigene Know-how im Team. Worauf sollte man denn bei der Entscheidung besonders achten?
Bei der Auswahl eines Integrationstools gibt es mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, wie Integration in bestehendes System. Das neue Tool soll sich nahtlos in deine bestehende IT-Landschaft integrieren lassen. Es muss mit bereits vorhandenen Anwendungen und Systemen kompatibel sein. Dann zukünftige Anforderungen. Es ist entscheidend, ein Tool zu wählen, das auch zukünftigen Anforderungen erfüllt. Das Tool sollte skalierbar sein und mit neuen Technologien und Systemen kompatibel bleiben. Und Know-how im Team. Dein Team soll in der Lage sein, mit dem neuen Tool zu arbeiten. Wenn bereits Erfahrungen mit bestimmten Technologien bestehen, kann es sinnvoll sein, ein Tool auszuwählen, das auf diese Kenntnisse aufbaut. Falls nicht, sollte der Anbieter ausreichend Schulungs- und Supportmöglichkeiten bieten. Die Wahl des richtigen Tools hängt also von den spezifischen Anforderungen und Fähigkeit des Teams ab, das neue System zu implementieren und zu nutzen. Und wenn die Entscheidung dann letztendlich gefallen ist, dann geht es ja an die Umsetzung. Und genau hier trennt sich oft die Theorie von der Praxis. Denn jeder Umstieg will gut geplant sein, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Was empfiehlst du denn für einen gelungenen Übergang? Hast du Tipps? Für einen erfolgreichen Übergang auf neues System gibt es einige bewährte Tipps. Erstens, schrittweise Einführung. Starte mit einer Testphase in einem begrenzten Rahmen. So kannst du das neue System in einer kontrollierten Umgebung testen und mögliche Probleme identifizieren. Zweitens, Schulung und Support. Achte darauf, dass dein Team gut geschult ist und dass Support jederzeit zur Verfügung steht. Das sorgt für reibungslosen Übergang und verhindert Verzögerungen. Drittens, Kommunikation. Halte alle Beteiligten regelmäßig informiert und stelle sicher, dass alle wissen, was zu tun ist und welche Veränderungen bevorstehen. Viertens, Testen und Qualitätssicherung. Teste das neue System gründlich, bevor du es vollständig implementierst. So kannst du sicher, dass alles reibungslos funktioniert. Und fünftens, Backup-Plan. Es ist wichtig, einen Notfallplan zu haben. Sollte es zu unerwarteten Problemen kommen, so musst du in der Lage sein, auf das alte System zurückzugreifen, um den Geschäftsbetrieb nicht zu gefährden. Mit einer gut durchdachten Planung und diesen Tipps wird der Übergang deutlich einfacher und weniger riskant. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch einmal gesondert auf 2 Lösungen eingehen. Einerseits die SAP Integration Suite, die ja die jüngste Lösung der SAP ist. Andererseits haben ja auch wir von FIS ein Tool für die Integration von Geschäftsprozessen. Und wie so oft haben beide Anwendungen ihre Vorteile. Aber nicht für jeden Anwendungsfall ist beides gleich sinnvoll. Wie unterscheiden sich diese beiden Tools in der Praxis? Und welche Lösung empfiehlst du für welche Use Cases? Die SAP Integration Suite und FIS.exe sind 2 leistungsstarke Integrationslösungen, die tief in SAP integriert sind und jedoch sich in der Praxis deutlich unterscheiden, sowohl hinsichtlich der Zielgruppe als auch der Anwendungsfälle, für die sie am besten geeignet sind. SAP Integration Suite ist eine umfassende und skalierbare Lösung, die besonders für größere Unternehmen und komplexe Integrationsanforderungen geeignet ist. Sie bietet umfassende Möglichkeiten zur Anbindung von On-Premise-Lösungen an Cloud-Anwendungen, API-Management sowie Datenaustausch über verschiedene Formate und Protokolle. Die Integration Suite ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen SAP-Systemen und externen Plattformen und eignet sich ideal für Unternehmen, die eine langfristige und skalierbare Lösung benötigen, um komplexe Integrationen umzusetzen. In der Praxis bedeutet das, Unternehmen, die bereits stark in SAP integriert sind und möglicherweise andere große Systeme einbinden möchten, finden in der SAP Integration Suite die richtige Lösung. Sie bietet alle Funktionen für komplexe Workflow, ist flexibel, skalierbar und stellt umfassende Integrationstools bereit, die in anspruchsvollen Szenarien, etwa in großen internationalen Unternehmen, unerlässlich sind. Auf der anderen Seite haben wir FIS.exe, das eher für kleinere bis mittelgroße Unternehmen geeignet ist.
die eine einfache, benutzerfreundliche und schnelle Lösung suchen. XIE ist ideal für Unternehmen, die eine unkomplizierte Implementierung und Integration wünschen, ohne sich durch eine komplexe Technologieplattform arbeiten zu müssen. Es ermöglicht eine schnelle Anbindung von SAP-Systemen mit anderen Anwendungen und ist besonders geeignet für Unternehmen, die eine schnelle Implementierung und einfache Bedienbarkeit schätzen. In der Praxis bedeutet das, wenn dein Unternehmen schnell eine einfache und effiziente Lösung benötigt, um SAP-Integrationen umzusetzen, ohne tief in die Technik einzutauchen, dann ist XIE die beste Wahl. Es eignet sich besonders, wenn du schnelle Ergebnisse erzielen möchtest und eine benutzerfreundliche und leicht verständliche Lösung brauchst. Kurz gesagt, SAP Integration Suite eignet sich für größere Unternehmen mit komplexen und langfristigen Integrationsanforderungen, während XIE ideale Lösung für kleinere Unternehmen oder Unternehmen mit eher einfachen Integrationsanforderungen ist, die eine schnelle und einfache Implementierung bevorzugen. Zum Abschluss möchte ich noch einen etwas größeren Bogen spannen. Wir sprechen ja aktuell überall viel über KI, Datenplattformen und digitale Geschäftsmodelle. In diesem Kontext werden saubere Schnittstellen plötzlich zur Grundvoraussetzung, denn sie sorgen dafür, dass die benötigten Daten zwischen den Systemen ausgetauscht werden. Welche Rolle spielen denn moderne Schnittstellentools in Zeiten von KI, Cloud und wachsender Datenkomplexität? Moderne Schnittstellentools sind in der heutigen digitalen Welt unerlässlich. Sie gewährleisten, dass Daten reibungslos zwischen verschiedenen Systemen, Anwendungen und Plattformen ausgetauscht werden, sei es cloudbasierte Systeme, KI-Anwendungen oder traditionelle Software. Gerade mit der zunehmenden Nutzung der KI und der Cloud wächst die Notwendigkeit für saubere und zuverlässige Schnittstellen, um sicherzustellen, dass alle Systeme miteinander kommunizieren und die richtigen Daten am richtigen Ort zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen. In einer Zeit, in der Unternehmen ständig neue Technologien implementieren, ermöglichen diese Schnittstellen, dass Daten korrekt und sicher fließen. Ohne diese Tools würde der Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen nicht effizient und sicher möglich sein, was in einer digitalen Welt, in der Daten und Prozessen immer stärker miteinander verbunden sind, zu einem massiven Problem führen würde. Vielen Dank, Arina, für die ganzen Einblicke und Empfehlungen, die du uns heute gegeben hast. Wir haben gehört, das Ende des SAP Business Connectors ist unausweichlich. Aber es ist auch eine Chance. Eine Chance, die eigene Schnittstellenlandschaft zu modernisieren, Prozesse neu zu denken und die technischen Altlasten hinter sich zu lassen. Wer frühzeitig handelt, kann Risiken vermeiden und seine Systemlandschaft zukunftsfähig ausrichten. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, dann kann ich Ihnen eines unserer neuesten Whitepaper empfehlen. Dort erfahren Sie, wie eine erfolgreiche Daten- und Prozessintegration funktioniert. Außerdem bekommen Sie die Schlüsselstrategie zu harmonisierten Abläufen an die Hand. Und jetzt sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei WhatsApp.